Hallo zusammen und herzlich willkommen zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute möchte ich mit euch ein bisschen über Karamellmalze und Crystal-Malze sprechen. Im Deutschen gibt es im Allgemeinen die Karamalze, die besonders bekannt sind, von Weyermann. Und die stellen die Gruppe der Karamellmalze dar, die es auch in vielen anderen Ländern zu kaufen gibt. In englischen Rezepten wird allerdings immer von Crystal Malts gesprochen und in verschiedenen Ländern, zum Beispiel auch in Belgien, werden diese Dinge unterschiedlich gehandhabt. Es gibt, wie ich in einem sehr netten Artikel, den ich in der Beschreibung verlinken werde, gelesen habe, einen fundamentalen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Karamellmalze zum Beispiel in Deutschland hergestellt werden und Crystal Malze in England. Ein Crystal Malt besteht, wenn man sich die Körner anguckt, ausschließlich aus dunklen, schwarzen oder braunen Kernen, wobei beim Light Crystal Malt das Ganze natürlich ein bisschen heller abläuft. Während die Karamalze, die Karamellmalze, wie sie in Deutschland erhältlich sind, eine Mischung darstellen aus eher gedarrten Körnern, also zum Beispiel so von der Art wie Münchner Malz, ein dunkles Basismalz, und zur anderen Hälfte oder anderen Teil der Mischung aus echten karamellisierten Crystal Malt Körnern. Der Grund dafür ist dass in England die Mengen kleiner sind und das Ganze aufwendiger von Handarbeit karamellisiert wird. Das heißt, die Malze, die mit hoher Feuchtigkeit und erhöhter Temperatur komplett sich selbst aufschließen und praktisch, das ist wie eine kleine Maische in einem Korn, dass da komplett alles verzuckert wird. Das passiert nur dann homogen, wenn zum Beispiel die Menge, die man ausbreitet über einen Behälter, relativ dünn ist. Weil ansonsten die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede an der Ober- und Unterseite unterschiedlich sind. Und im Deutschen wird das Ganze in einer größeren Menge gemacht und deswegen ist das systematisch so, dass man die oberen Teile trockener hat und die unteren Teile feuchter. Und deswegen entsteht in den oberen eben eine Darreaktion, bei der das Ganze halt gedarrt wird, und in der unteren eine echte Karamellisierungsreaktion. Das bewirkt, dass sich die unterschiedlichen Teile in einem Karamalz unterschiedlich entwickeln und unterschiedlich schmecken. Ich habe jetzt hier ein paar von den Karamellmalzen, die ich gerade zurzeit im Lager habe, rausgeholt. Ich habe zum Beispiel Cara Hell, da sieht man von der Farbe noch kaum einen Unterschied zum Pale Malz. Cara Red ist ein klein bisschen dunkler und dann kommt das Cara Münch, was so das bekannteste ist und ja auch eben als Äquivalent zum mittleren Crystal Malt gilt. Hier rechts habe ich das Crystal Malt von Brewfern, das heißt Cara Crystal und das gilt als ein echtes Crystal Malt. Und außerdem habe ich noch, weil ich das bei Gelegenheit nochmal zum ersten Mal beim Brauen verwenden möchte, das Special B. Special B ist ein belgisches Spezialmalz, das besonders gerne in Abteibieren zum Beispiel verwendet wird. Ich habe das eben mal probiert und das schmeckt so wie eine Mischung aus einem Crystal Malt und das hat Aromakomponenten von dem Amber Malt und dem Brown Malt. Also so dieser Geschmack nach brenzliger Brotkruste. Während der Vergleich, wenn ich das Korn probiere hier von Crystal Malt und Cara Münch, ist für mich kein klarer Unterschied feststellbar. Ich finde ein bisschen, dass das Cara Münch eine saure Note hat, die das Cara Crystal nicht hat, aber ich glaube, das ist zu wenig, um das so zu sagen. Ich werde aber in Zukunft damit auch mal Testbiere machen, damit ich den exakten Unterschied feststellen kann. Was gibt's noch zu sagen? Achso, wenn man einfach nur ein Rezept brauen möchte, wo englische Crystal Malts vorkommen, also zum Beispiel Light Crystal Malt, Medium Crystal Malt oder Dark Crystal Malt, dann kann man dafür relativ einfach die deutschen Äquivalente nehmen, weil einfach der Großteil der Eigenschaften übereinstimmt. Also Light Crystal Malt wäre Cara Hell, Medium ist Cara Münch und Dark wäre dann sowas wie, ich glaube, das ist das Cara Aroma. Das hängt so ein bisschen davon ab, was für eine Farbe im Rezept angegeben wird. Es gibt aber zum Beispiel in einigen englischen Rezepten auch noch die Bezeichnung Very Dark Crystal Malt, das geht dann über 400. Und da habe ich noch nichts im Deutschen Passendes gesehen, wobei man da auch immer einfach die EBC-Zahlen relativ gut vergleichen kann. Also falls ich das jetzt nicht richtig im Kopf habe, schaut es einfach nach. Mit den Karamellmalzen, die es in Deutschen erhältlich gibt, habe ich schon ein Testbier gebraut. Da werde ich als nächstes Video eins hochladen, wo ich einige von denen verkoste, wo ich systematisch nur den Karamellmalzanteil geändert habe. Ich denke, das wird ganz interessant. Und ich bin mal gespannt, ob ich wirklich einen großen Unterschied schmecke, weil es ja doch sehr subtil ist.
Und im Deutschen, also zum Beispiel von der Melzerei Weyermann, gibt es ja eine unglaublich große Anzahl an Karamellmalzen, die sich in hauchfeinen Nuancen unterscheiden. Dann gibt es noch das Cara Belge, was einen kleinen Ticken anders ist als das Cara Red. Oder es gibt dann sowas wie das Cara Vienne, wobei ich das auch schon lange nicht mehr gesehen habe, das ist aber von der Farbe auch nochmal anders. Es gibt natürlich auch Karamellmalze aus Roggen und Weizen. Das Karamell-Weizenmalz habe ich ja sehr gerne schon mal in einem Weizenbock benutzt. Da ist mir halt so ein erdbeerartiges Aroma aufgefallen nach sehr langer Reifezeit. Das muss ich auch noch reproduzieren. Also da gibt es auch noch ganz viel zu testen und das möchte ich auch machen. Ich werde wahrscheinlich morgen dann einen Testsuit ansetzen, wo ich die ganzen Sachen, die ich jetzt noch nicht getestet habe, also zum Beispiel Cara Rye, Cara Wheat, Special Bee und solche Sachen alle mal probiere. Und dann werde ich wahrscheinlich in ungefähr 6 Wochen dazu ein Verkostungsvideo machen. Jedenfalls das erstmal so als Überblick. Cara Malze und Crystal Malt, die sind tatsächlich anders. Wie anders die sind, also ob man das wirklich schmeckt. Wie gesagt, von den Körnern finde ich da jetzt nicht so einen großen Unterschied. Beim Bier, es hängt natürlich auch immer von der Hefe und vom Wasser ab. Aber ich werde es mal so mit den Eigenschaften, die ich, also dem Braurezept, was ich so immer für mein Testbier benutze, mal ausprobieren und gucken. Achso, eine Spezialsache, die vielleicht für euch ganz interessant ist. Es gibt im Englischen ein Malz, das nennt sich Honey Malt. Und im Deutschen gibt es ein Malz, das heißt Melanoidin-Malz. Diese sind etwas verwandt, weil sie auf die gleiche Art und Weise hergestellt werden. Allerdings ist das Honey Malt, das Rezept beim Melzen ist so getuned, dass es eben besonders honigartige Aromen gibt, während das Melanoidin-Malz im Deutschen eher Richtung Brot von den Aromen her geht. Brotkruste ist so das Charakteristische. Das ist, in der Brotkruste sind Melanoidine besonders groß enthalten. Das vielleicht noch so als Information, wenn ihr in einem Rezept Honey Malt seht, dann könnt ihr Melanoidin-Malz nehmen, aber es ist vielleicht nicht exakt der gleiche Geschmack. Ich denke, das wäre es dann erstmal soweit und ich hoffe, die Erläuterungen waren für euch so hilfreich und ihr konntet etwas lernen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wieder Brautag ist. Bis dann!